Servus zum Hümer-Special bei ARS24. Wir bauen in diese geile Karre ein richtig geiles, großes Multimedia-Gerät von Alpine, und zwar den X902 mit DAB-Empfang, Navi, USB, HDMI und so weiter. Lasst euch überraschen, wie geil das ausschaut. Das Alpine X902 Duck ist ein 9 Zoll Bildschirm mit Apple CarPlay, mit Android Auto. Wir haben hier die Navigation integriert und wir haben natürlich auch einen USB-Eingang. Wir haben HDMI. Wir können alles mit dem Gerät anfangen und natürlich ist auch DAB+ und, naja gut, wer es noch braucht, FM ist auch mit dabei, logischerweise. Und damit wir hier im Fahrzeug den perfekten Empfang kriegen, haben wir hier auch eine neue Wurfantenne auf das Cockpit hier vorne mit drauf gemacht. Das zeigen wir natürlich genau im Video, wie wir das gemacht haben. Darunter liegt auch die GPS-Empfangsantenne. Und ja, wie man alles verlegt, wie alles hier zusammengesetzt wird, damit es nachher auch so geil ausschaut, weil es ist wirklich ein stabiles Gerät, was hier drin ist. Und es lässt sich super bedienen. All das zeigen wir euch jetzt hier in diesem Video. Gleich zu Beginn des Videos möchte ich euch zeigen, was man mit dem Gerät alles so anstellen kann. Wir haben natürlich auch dabei DAB+ mit einer riesen Sendervielfalt und wirklich einen richtig guten digitalen Sound, der absolut geil klingt. Neben USB und AUX haben wir natürlich auch Bluetooth Audio. Das heißt, alle meine Songs vom Handy kann ich hier direkt wiedergeben und auch von hier aus bedienen. Zusätzlich zu unseren Medien zählt natürlich auch ein HDMI-Eingang, um ein externes Signal in meinen Bildschirm einzuschleifen oder auch das Signal vom Bildschirm auf einen anderen Monitor weiterzugeben. Und die perfekte Smartphone-Anbindung haben wir natürlich in Form von Apple CarPlay oder bei Android-Geräten natürlich auch Android Auto, wo ich dann hier auf die Smartphone-eigene Navigation zugreifen kann. Ich kann auch hier direkt telefonieren, Nachrichten schreiben per SMS. Ich kann natürlich auch auf meinen eigenen Musikspeicher direkt zugreifen und habe auch hier eine schöne Anzeige von meinen ganzen Alben. Und ich kann natürlich jetzt WhatsAppen mit Sprachsteuerung. Die eingebaute Navigation ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Gerät. Wir können hier jetzt auch für alle Wohnmobilfahrer bei den Points of Interests natürlich auch nach Camping-Sachen suchen und hier direkt Campingplätze auswählen und hier speziell auf die Points of Interest von Camper zurückgreifen. Oder wir können auch die Einstellung vom Fahrzeug vornehmen, indem wir bei den Routeneinstellungen das Fahrzeug definieren. Und jetzt hier wie zum Beispiel beim LKW oder Taxi, oder ich kann mir auch ein neues Profil anlegen, wo ich zum Beispiel jetzt sagen, naja, in erster Linie bin ich vielleicht ein LKW. Hier kann ich meine Geschwindigkeiten, meine Länge, meine Höhe, meine Breite eingeben, ob ich noch einen Anhänger mit dabei habe. Und aufgrund dieser Parameter wird dann meine Route berechnet. Sicherlich auch eine Erwähnung wert ist unser Splitscreen während der Navigation. Das heißt, die Navigation läuft auf unserer rechten Bildschirmhälfte immer nahtlos weiter und auf der linken Bildschirmhälfte kann ich immer mein aktuelles Medium darstellen lassen und auch bedienen. Im Lieferumfang enthalten ist natürlich die GPS-Maus, die wir installieren müssen. Wir haben verschiedene Kleinteile zum Befestigen. Wir haben natürlich auch unser USB-Mikrofon. Wir haben unseren großen Monitor, den wir dann in unsere Kunststoffverkleidung, die wir ebenfalls montieren müssen, einsetzen. Wir haben die eigentliche Radiobasiseinheit. Wir haben einen kompletten Montage-Kit für unsere Blechteile, um alles richtig fixieren zu können, damit alles stabil im Fahrzeug drin ist. Wir haben entsprechende Verbindungskabel noch mit dabei und wir haben ein CAN-Bus-Adaptermodul, wo ebenfalls die Sache mit der Bordelektronik verbindet und mit unserem eigentlichen Autoradio. Und wer mag, kann sich natürlich auch noch zusätzlich eine RUE 4202 Fernbedienung mit dazu kaufen, gerade beim Wohnmobil vielleicht doch ganz interessant. Wir haben dabei ebenfalls noch im Lieferumfang die komplette Anleitung, die ist sogar bebildert auch, wo man, wo haben wir es denn? Wo man Schritt für Schritt sieht, was wie wohin gehört.
Ist also sehr umfangreich gemacht. Wir haben natürlich auch eine Kurzanleitung mit dabei. Und wir werden jetzt noch für dieses Fahrzeug das Antennenproblem lösen, damit wir erstmal guten UKW-Empfang haben und natürlich super DAB-Empfang, werden wir noch eine Wurfantenne installieren. Die ist jetzt hier von Bad Blankenburg. All diese Artikelnummern werden wir euch nochmal unten im Videobeschreibungstext mit zufügen. Und das Ganze mit einem Splitter versehen, der aus diesem einen Antennensignal unser UKW und unser DAB-Signal macht. In diesem Ducato Hummer finden wir jetzt die ganz normale Radiovorbereitung. Für den Strom ist hier vorhanden und auch unsere Lautsprecheranschlüsse fürs Fahrzeug. Von Hummer ist jetzt auch hier hinten bereits noch irgendwas zusätzlich integriert worden. Zwei weitere Lautsprecher, die aber wiederum nur auf den Stromanschlussstecker vom Radio gehen. Also zweimal ISO, Strom und Lautsprecher. Und wir haben einen Antennenanschluss. Die Antenne ist jetzt hier im Fahrzeug vermutlich in dem linken Außenspiegel drin. Ich weiß es nicht. Wir ersetzen diese mit unserer Wurfantenne, die wir vorne reinbauen. Und ansonsten haben wir hier nur noch einen Mini-ISO-Anschluss für andere Signale. Das war's schon. Das ist unser ISO-Vorbereitungsanschluss und unser Standard-Einbaurahmen. Wir machen mal den Schacht auseinander. Das ist nur dieses Einlegefach. Und jetzt müssen wir 4 Schrauben lösen. 2 unten und 2 oben. Den hier rauslösen. Als nächsten Schritt müssen wir hier an den Sicherungskasten ran, um 2 Kabel abzugreifen. Und zwar Reverse-Signal und Speed-Signal vom Fahrzeug. So, das können wir aushängen. Hier drunten haben wir einen grünen Stecker, den wir hier entriegeln müssen. So, einmal. Und darunter verbirgt sich noch ein schwarzer Stecker, den entriegeln wir genauso. So. Und holen auch den raus. So, wunderbar. Die 2 haben wir jetzt hier. In unserem Anschlussstecker vom Alpine finden wir jetzt auch eine lange Leitung mit einem grün-weißen und orange-weißen Kabel. Das müssen wir jetzt vom Radioschacht bis runter zum Sicherungskasten legen. Ja, war gut. So, und jetzt haben wir es da rum. So. Das Kabel gehört natürlich da unten befestigt und da kommt die Kamera jetzt nicht richtig hin, aber ich habe hier ein festes Kabel von Werk ab drinne, auf das ich das Kabel jetzt mit dem Kabelbinder festmache. Ja, ich glaube, da siehst du nichts da unten. So. Die Stecker müssen wir hier mit dem Kabelbinder aufmachen und mit dem kleinen Schraubenzieher diese Phasen an der Seite öffnen. Einmal links und einmal rechts und dann haben wir den schon in der Hand. Und jetzt haben wir, das ist Pin 1, sieht man hier ganz leicht und klein geschrieben. Dann ist das der Pin 4, weil 1, 2, 3, 4. In dem Pin 4 steckt jetzt auch schon einer drin. Und zwar ein weiß-grünes Kabel, welches auch bei uns jetzt oben auf dem Mini-ISO-Stecker rauskommt. Jetzt wissen wir auch, was das ist. Das ist nämlich hier in dem Fall schon verkabelt, aber für alle, die jetzt hier gar keinen Stecker drin haben oder eben dieses Kabel noch nicht bis oben hin haben, können jetzt hier direkt drauf gehen. Und da ist jetzt auch von Hummer schon irgendwas mit verbunden, interessiert uns gar nicht so weit. Wir gehen da hinten mit drauf auf dieses grün-weiße Kabel, müssen wir unser orangenes Kabel drauf machen, orange-weiß. Ja, der kann das und der hat gesagt, der ist gut. Den ersten Stecker können wir jetzt wieder zusammenbauen. Klick. Und nehmen auch wieder neue Kabelbinder und machen die ordnungsgemäß wieder hier drauf. Genau. So, erster Stecker schon erledigt. Den können wir auch gleich wieder einsetzen. So. Und der zweite Stecker, den machen wir jetzt auch auf. Müssen wir ebenfalls hier die 2 Laschen öffnen. So. Und jetzt Pin 56. Hier ist 46, also müssen wir
zählen 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Da steckt jetzt keiner drin. Insofern gibt es jetzt hier diese Vorbepinnung, die wir jetzt auch hier einstecken können. So. Klick, drinne. Und jetzt können wir schon wieder alles zumachen und den Stecker wieder drauf machen. So, den können wir auch wieder einstecken. Können wir unseren Deckel wieder drauf machen und zusammenschrauben. Jetzt müssen wir unsere Antenne neu installieren und die Kabel entsprechend legen, und zwar bis vorne aufs Armaturenbrett. Und da kommen wir nicht einfach mal so unten hier durch und legen das Kabel hier durch. Wir müssen unterm Handschuhfach oder hinterm Handschuhfach das Kabel hier rumlegen, nach außen bis nach vorn wieder zurück. Und dazu gibt es jetzt hier beim Hymer ganz spezielle so Dübelhalter oder so, ja, Muffen. Ich habe mir aus meiner Feile, das kann man auch anders machen, oder eine Nadel nehmen, was ganz, ganz Spitzes machen. Und dann kann man nämlich hier reinfahren. Das ist ein Deckel, den man hochlupfen kann. So, so schaut das nämlich aus, wenn es auseinanderbaut ist. Und jetzt kann man darunter auch die Schraube lösen. Und das machen wir jetzt insgesamt einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, eventuell sogar sechsmal, damit wir das Kabel darunter ziehen können. Jetzt hätten wir das hier vorne soweit lose. Was wir jetzt noch machen müssen, hier hinten drin sind auch nur 2 Schrauben, weil der Deckel hier muss auch rausgemacht werden. Okay, den Flaschenhalter können wir mal auf die Seite stellen. So, und jetzt müssen wir noch den Lüftungskanal aus der Verankerung rausschrauben. Das ist ein bisschen tricky. So, und jetzt können wir das ganze Ding hier nehmen und rausziehen. So, jetzt haben wir nämlich das hier. Und jetzt müssen wir das Kabel noch hier durchlegen. Und dazu machen wir auch die Verkleidung hier raus mit einem Torx. Da sind nur 4 sichtbare Schrauben drin. 2. Können das Fach rausnehmen. Und jetzt können wir da einmal komplett durch das Kabel legen. Als nächstes kommt unsere neue UKW-Antenne, die dann auch DAB mitmacht, als Wurfantenne. Vorne rein, die schaut folgendermaßen aus. Da haben wir hier die Elektronik dazu und die 2 Laschen rechts und links, die müssen wir ganz da vorne verteilen. Und das Kabel, das müssen wir natürlich jetzt bis zum Radio zurückführen. Das ist unsere Schaltspannung für die Elektronik und die eigentliche Signalleitung. Und parallel dazu bauen wir natürlich auch gleich unsere GPS-Maus mit ein, damit die auch ganz vorne dran liegt, wo der Empfang nach oben her nicht durch Metall eingeschränkt ist. Als erstes haben wir mal die Reflektorplatte von der GPS-Maus. Die können wir zusammenkleben. Machen wir einfach mal mittig drauf. So, das reicht schon. Und das Ganze können wir jetzt mal schauen. Die müssen wir da drunter packen. Und das hier ist nur Dämmmaterial. Das geht wunderbar hier drunter. So, man sieht es nachher kaum noch. Einfach nur eine kleine Beule ist hier, spielt aber in dem Fall keine Rolle. Und unsere Elektronik von der Antenne, die machen wir mit Bitumenband ebenfalls da unten rein. So, jetzt muss ich aber gerade wirklich mittig sein mit dem Ding hier. So, das geht nachher so runter. Sieht man da was? Gar nichts sieht man da. Also nachher von der Beule her. Und genau so machen wir das unten rein. Das Kabel müssen wir natürlich wegziehen. Das gehört dann vor und das gehört auch davor. Und die Sachen, die fixieren wir mit Klebeband. So, jetzt gehen wir nämlich einmal in die Richtung. Und zwar außerhalb von irgendwelchen Schrauben. So. Das ziehen wir jetzt noch weiter rüber. So. Das Schaumgummi hier, das müssen wir in dem Fall rausmachen. Das trägt zu dick auf. Und jetzt machen wir das ganze gute Stück da unten rein.
Und zwar auf die Erhöhung, dass praktisch genau das hier in dem Bereich die letzte Erhöhung dran ist. So, ich sehe mal ganz knapp. So ist es nachher dran. Und auf die andere Seite können wir auch gleich unser anderes Kabel mit nach hinten ziehen. Den Schaumgummi machen wir jetzt auch wieder weg. Also die Beule hier dran, die ist jetzt mit dem Antennenteil relativ flach. Die Maus vom GPS, die habe ich da weggenommen. Die werden wir da unten reinmachen. Da fällt sie nämlich noch weniger auf. Und das heißt, wir machen die ganz einfach da vorne hin. Ja, da sieht man sie auch nicht. Und jetzt ziehen wir die ganzen anderen Kabel auch so davor. Hauptsache das Schraubenloch bleibt frei. So. Und jetzt gehen wir weiter. So. So. Und jetzt können wir das Kabel getrost nochmal da hinten rumführen, so dass man das alles nicht mehr sieht. So. So, noch ein Gewebeschlauch drüber. An allen Durchführungen, wenn wir das Gewebeband dran haben, das Gewebeschlauch, den Gewebeschlauch, dann ist ja super. So. Und jetzt sind wir hier und können unser Kabel da durchlegen. Und jetzt können wir natürlich auch unser Antennenkabel hier schön in diesem Bereich durchziehen. Antenne wie GPS-Signal. So. Jetzt haben wir hier unser GPS-Signal. Das GPS-Signal ist vom Kabel her so lang, dass es okay ist. Jetzt unser Antennenkabel, das endet jetzt hier irgendwo. Das wäre jetzt eigentlich nicht gut, aber rein theoretisch können wir auch jetzt mit unserem Splitter gleich weitermachen. Wir haben nämlich unseren Antennenadapter, den wir jetzt sowieso erstmal hier drauf machen müssen und später noch auf unseren Splitter drauf machen. So, und jetzt hat unser Splitter auch noch gleich eine Stromversorgung, also ein Remote von der Antenne, das wir ja hier auch brauchen. Und jetzt machen wir die zwei hier zusammen und machen dann unsere Zuleitung, die machen wir nachher hier drauf und geben die 12 Volt von unserem Autoradio hier drauf. Und damit haben wir den ganzen Antennenstrang mit Phantomspeisung und Elektronikspeisung versorgt. So zusammen. Und jetzt machen wir hier einen Schnitt. Und können später hier unsere Speisung eingeben. So, damit das noch was ausschaut, machen wir das natürlich zusammen. Gut, damit können wir jetzt alles durchziehen. GPSen. Okay, da geht's recht easy. So, GPS-Signal. Und jetzt kommt noch unsere Antenne. So, können wir eigentlich auch alles zurückziehen, damit das gar nicht so viel im Radioschacht liegt, wobei wir da genügend Platz haben. Dann können wir auch schon das rechte Seitenteil wieder anbringen. So, das Kabel muss natürlich da runter. So. Da unten rein. So. Und jetzt wieder festschrauben. Der Lüftungsschacht, dafür gibt es nämlich auch hier ganz cool den Eingriff, kann man das auch so ganz gut halten von innen und dann
langsam und sicher wieder eindrehen. Genau, das war's. Jetzt kommen wir zu den Metallhalterungen. Die sind ja extra schon gekennzeichnet mit links und mit rechts. Und jetzt fangen wir mit rechts an, aber dazu müssen wir jetzt auch dieses Klemmbrett da oben wieder reinmachen. Weil an das wird das nämlich jetzt hingeschraubt. Und jetzt haben wir genau die zwei gleichen Schraublöcher, wie wir vorher den Rahmen rausgemacht haben. Machen wir den jetzt wieder rein. Ja. So, richtig festschrauben. So. Auch am eigentlichen AVN-Gerät, also am Autoradio, müssen wir jetzt unsere Haltebleche befestigen. Auf der anderen Seite genauso. So. Das ist ja unser Anschluss für die elektrischen Antennen, für die Remote-Leitung. Da müssen wir natürlich auch noch eine Verbindung schaffen. So, das können wir zusammenstecken. Jetzt haben wir das. Und jetzt können wir auch schon mal unseren Stromanschluss mit hier drauf packen. Und auch unseren Lautsprecheranschluss. So, und da haben wir unseren Mini-ISO-Anschluss. Dafür ist auch noch Platz oben drin. Jetzt, so, auch drin. Schau. Schau. Aber jetzt kann ich das Ganze abstecken. Wichtig ist ja auch, dass man danach einen vernünftig zugänglichen USB- und HDMI-Anschluss hat. Dazu gibt es ein spezielles Adapterkabel von Alpine, schreiben wir euch auch unten mit in den Videobeschreibungstext. Das kommt jetzt anstatt eines der beiden Zigarettenanzünder. Und da haben wir jetzt gerade etwas mühselig den Zigarettenanzünder, den alten, rausgebaut, den linken. Und jetzt kommt unser neuer Anschluss rein, und zwar mit diesem Kabel hier. Der Anschluss. Klick und einmal ein HDMI-Anschluss. Und das Ganze kommt hier rein und ziehen wir nach oben. So, das können wir da verschwinden lassen. Und jetzt kommen wir hier. Jetzt, so, Nummer 1. Und der USB-Anschluss, den tun wir auch so. So, das kommt alles da rein. Die überschüssigen Kabel, die binden wir zusammen, dass die nicht irgendwo wahllos da hinten drin liegen. In unserer späteren Kunststoffhalterung haben wir ja hier dieses Mikrofon schon installiert. Das ist auch sehr gut von der Sprachqualität. Wer sagt, nee, aus irgendwelchen Gründen auch immer, mag ein anderes drin haben, ist dieses externe Mikrofon mit dabei. Dann kann man das hier irgendwo noch mit verlegen. Aber wir verwenden in dem Fall unser integriertes Mikrofon. So, im Moment schaut es ein bisschen viel aus, aber wenn wir genau hinschauen, ist es gar nicht so schlimm. Wir haben nämlich unseren Stromanschluss. Wir schließen jetzt einfach mal eins nach dem anderen an. Die Hauptstromversorgung. So, jetzt haben wir hier noch unser AV-Kabel. So, da kann man eine Rückfahrkamera oder eine normale Kamera oder eben als normalen AV-In das Ganze betreiben. Das wäre bloß noch ein Anschluss, wenn wir eine Alpine-Kamera hätten. Haben wir aber in dem Fall nicht. Jetzt haben wir hier noch unseren Antennenanschluss. Dafür liegt ebenfalls ein Adapter mit im Set mit drin, damit wir auf unseren UKW-Anschluss kommen. Und unser UKW-Anschluss ist der hier. So, einmal dran. Dann bleibt gleich parallel der DAB-Anschluss. Das ist nämlich der hier. Klick. Und wenn wir schon bei den Antennen sind, dann nehmen wir gleich unsere GPS-Antenne. Den haben wir jetzt auch angeschlossen. So. Jetzt haben wir erstmal von den Kabeln hier nichts mehr. Da oben haben wir jetzt noch den USB-Anschluss und den HDMI. Jetzt haben wir aber hier noch einen Anschluss, der liegt ebenfalls im Lieferumfang mit dabei. Der geht jetzt zum Schluss noch an unseren Monitor.
Und zwar dieses Kabel und alle anderen Kabel, die da dran hängen, die wären nur dann notwendig, wenn man einen externen DVD-Player von Alpine noch mit betreiben mag, was wir hier jetzt mit in dem Fall gar nicht anschließen. Dann haben wir noch ein Anschlusskabel für unseren Monitor, den wir installieren. Der kommt ja gleich noch. Und hier wäre noch ein Pre-Out-Anschluss, wenn man eine externe Endstufe mit betreiben mag, um Cinch-Ausgänge zu haben. Und jetzt zu guter Letzt kommt jetzt unser Monitor-Verbindungskabel, das jetzt auch gleich bis zum Monitor vorgehen muss. Also dieses und dieses Kabel gehen jetzt gleich zum Monitor vor. Und diese zwei Kabel genauso, das sind nämlich unsere Tasten. An dem Kunststoffteil sind unsere entsprechenden Bedientasten und das ist unser Mikrofonkabel. Dieses Ganze bleibt hier nach vorne. Und der Rest kann jetzt alles schön verstaut werden hinten drin. Jetzt schließen wir aber noch den USB an. Der ist da drin. So, einmal USB und den HDMI in dem Fall, gell? So, HDMI. Und das Ganze jetzt mit Imbusschrauben festmachen. Jetzt müssen wir die Kunststoffaufnahme entsprechend vorbereiten. Und zwar nehmen wir mal die hier. Das ist jetzt der mit dem ohne markierten. Der gehört auf die Seite, auf die rechte Seite geklickt. Und hier ist ein orangener Punkt drauf. Der gehört auf die Seite. Das haben wir uns schön gemerkt beim Wegmachen. So, und jetzt haben wir noch die zwei anderen Kabel. 3, so. Die gehören jetzt noch mit durch den Schacht gelegt. So, und jetzt können wir das Ganze hier mit drüber stülpen. So, und auch einrasten lassen. Damit war das schon mal soweit vorbereitet. Mikrofonkabel können wir gleich mal mit dem Mikrofon verbinden. Genau. Okay, das muss raus. So. So, und das Montageblech können wir jetzt direkt so fixieren an den hinteren Schraublöchern. So, und jetzt hinten noch unsere Anschlüsse dran. Nehmen wir mal den längeren zuerst. So, einmal 10 mm Kabel zu viel. So, jetzt das da rein. So, und jetzt können alle 4 Schrauben erstmal hier angebracht werden. Auf die Metallbreite schon mal runterschrauben. So, weil das gehört dann so rein. So, und jetzt brauchen wir nur noch die Monitore festschrauben. Und an ist er auch schon. Geil! Ja, rauschen tut er, das heißt, wir stehen gerade auf UKW. Das Einzige, was noch rauscht. Jetzt können wir ja schon mal die Schutzfolie wegmachen. Und jetzt kann man von unten den Rahmen einhängen. So. Und nach oben rein schwenken. Jetzt müssen nur noch von hinten 2 Schrauben mit reingemacht werden, die das Ganze miteinander verschrauben. So. Weil euch sicher jetzt interessiert, jetzt habt ihr ja alles eingebaut und das Gerät ist ja so geil. Zeigt doch mal, wie das ganze Gerät funktioniert. Haben wir jetzt gerade gedacht, wir machen eine kurze Zusammenstellung von verschiedenen Sachen, was wir am Gerät bedienen und zeigen euch das mit einer schicken Musikuntermalung.
Ein bisschen was ist es schon zu tun, was man hier in das Auto Aufwand reinstecken muss. Aber es ist auch irgendwie doch überschaubar. Also die Antenne für DAB, wer ein Gerät ohne DAB einbaut, naja, wird es ja schon mal wegfallen. Aber natürlich haben wir das alles gleich mitgemacht. Und auch im Hymer ist dies An- und Abbauen von den Seitenteilen und schon ein bisschen, naja, tricky. Ja, man muss mal wissen, wie es funktioniert. Aber das habt ihr jetzt hier in dem Video gesehen, wie man es alles macht. Es lässt sich gut umsetzen. Man hat ein saugeiles Gerät danach im Fahrzeug drin, auf das man sich verlassen kann. Und ja, ich hoffe, es ist vielleicht für euch was dabei, so ein cooles Gerät zu haben und es vielleicht sogar selber einzubauen oder einfach mal ein Gefühl zu kriegen, was kann ich in meinem Auto alles machen. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Olli. Und jetzt haut mal gescheit rein in die Kommentare, wie euch das Video gefällt und was ihr vielleicht doch noch in Zukunft an Geräten in Fahrzeugen sehen möchtet von uns. Und ein Daumen hoch wäre auch nicht schlecht. Danke, ciao.